Hallo und herzlich willkommen bei der im Schnee testenden Autotester eures Vertrauens. Wir sind heute in Kühtai und haben ein italienisches Modell dabei, das ich euch wohl schon in Bari vorgestellt habe, aber damals in der Ausstattungsvariante Veloce im Modelljahr 2020 natürlich als Benziner und heute. Ja, heute stelle ich euch auch das Modelljahr 2020 vor, bei dem die Italiener so einige Schwächen ausmerzen wollten. Das ist zum einen das Infotainment mit seiner Konnektivität. Das ist zum anderen sind es die Assistenzsysteme. Wir haben eine neue Nomenklatur und Anordnung der Ausstattungsvarianten. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Was ich sagen will ist, hier steht da nicht nur in wunderschönem Azurblau, nenne ich die Farbe, wie sie wirklich heißt, weiß ich noch nicht, denn es gibt noch gar keinen Konfigurator online, sondern hier steht da jetzt, und das ist der Grund, warum wir noch ein Review dazu machen, neben dem Grund, dass wir heute im Schnee sind. Ja, hier steht da mit einem 190 PS Dieselmotor in der Ausstattungsvariante Sprint und ich denke, da gibt es eine ganze Menge euch zu zeigen. Warum eignet sich dieses Auto für den Schnee? Genau, der Stelvio hat immer Allradantrieb, hat immer die 8-Gang-Automatik und das werden wir heute zusammen machen. Wir werden ihn uns außen anschauen, die Bella Macchina, ich als Alfisti, wir werden reinsitzen, denn im Interior hat sich auch ein bisschen was getan. Wir werden natürlich fahren hier, schauen wir mal, was der Stelvio mit dem Dieselmotor so drauf hat. Und ich werde euch probieren, dieses Auto in seinem Wettbewerbsumfeld preislich ja im Markt eben einzuordnen. Alles machen, was aus meiner Sicht und hoffentlich dann auch aus eurer zu so einem Schnee-Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Noch übrigens, ihr findet uns. Wir sind ein Team von www.derautotester.de, natürlich mit ausführlichen Fahrberichten auf www.derautotester.de. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram mit so einem AR-Face-Filter und echt allen News im Automobilmarkt. Auf Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Abonniert uns, macht die Glocke an, macht mich zum glücklichen Mann. Ich bin übrigens der Jan. Hallöchen. Und jetzt geht's auch los mit meinem Review zum 2020 Alfa Romeo Stelvio. Wir hier mit einem 190 PS Dieselmotor in der Ausstattungsvariante Sprint steht. Viel Spaß dabei. Ich als Alfista stehe im Profil vom italienischen Mittelklasse-SUV Stelvio. Ihr seid Alfisti. Ich habe es wieder falsch gemacht in der Einleitung. Irgendwann kann ich es. Versprochen, Freunde. Was will ich an der Stelle mit euch machen? Ich werde euch erklären, wo will das SUV hin? Wo kommt es her und wie kann man eben diese italienische Luxuskombi im SUV-Segment in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Ja, und da ist es ganz interessant, denn dieses Auto, ja, das hat sich zwar seit seiner Markteinführung im März 2017 weit über 6.000 Mal verkauft. Im erfolgreichsten Jahr waren das dann ja fast 3.000 Verkäufe in Deutschland, aber naja, so richtig gut ist es leider im Segment nicht, denn das hier ist ein Segment, dieses Mittelklasse-SUV-Segment, das inzwischen alle wollen. Das ist kein zu großes Auto, man sitzt höher, man findet in der Stadt noch Parkplätze. Ja, woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass man den Italienern was vorgeworfen hat bei dem Auto, nämlich zu wenig Assistenzsysteme für Segment, ein Infotainment, was nicht zeitgemäß war, keine gute Konnektivität fürs Handy. Was dieses Auto allerdings immer ausgemacht hat, war ein wahnsinnig toller Look und eine Fahrdynamik, ja, die mir selbst ein bisschen ein feuchtes Höschen gemacht hat, immer. Aber eine Preisgestaltung gleichzeitig, die ja, so ambitioniert war wie das, was Porsche mit dem Macan macht. Und da sind wir bei den Wettbewerbern. Es gibt halt sehr viele Wettbewerber, vor allem deutsche, richtige Platzhirsche, wie den Audi Q5, wie eben den Porsche Macan, den Volvo XC60, ja, den Tiguan kann man auch dazu nehmen, vielleicht dann als R-Version. Eigentlich hat jeder Hersteller was in dem Segment und deswegen ist es für eine italienische Marke in Deutschland auch gar nicht so einfach, in diesem Geschäft hier, in diesem Segment richtig Fuß zu fassen. Was die Italiener jetzt aber gemacht haben, ist, sie wollen genau die Schwächen ausmerzen. Wir haben weiterhin 4 Motoren, 2 Diesel, 2 Benziner. Hier ist der Diesel drin. Wir haben ein besseres Infotainment, wirkliche Konnektivität, die dann mit den Internetprofis um Porsche oder Mercedes oder eben auch VW mithalten will. Ja, und dann
Dann haben wir eben auch neue Assistenten. Also alles das, was man kritisiert hat, bis vielleicht eine kleine Lichtausnahme ist hier drin. Aber was wir jetzt machen wollen, ist uns die Optik anschauen, auch wenn zugegebenermaßen die sich gar nicht so sehr verändert hat. Was sich verändert hat, sind die Ausstattungslinien bzw. deren Nomenklatur. Aber jetzt legen wir mal los mit dem Look. Mein Herz schlägt für Alfa, denn ich finde, was die Italiener hinbekommen, Emotion, Optik, Design, da stehe ich drauf. Was ein schönes Auto. Für mich das schönste Auto in dem Segment. Da lege ich mich fest. Und ja, dann haben sich die Italiener gedacht, ja klar, wir müssen ja auch ein bisschen was in der Nomenklatur verändern jetzt hier beim neuen Modell. Was haben sie gemacht? Ja, die Ausstattungsvarianten. Das ist jetzt Business, Super, Sprint, Veloce. Ich habe euch in Bari den Veloce vorgestellt. Der Veloce unterscheidet sich optisch natürlich am meisten von den anderen Modellen wie die Schürze hinten ist in Wagenfarbe, der Seitenschweller und ja, die Radhäuser sind komplett lackiert. Hier haben wir jetzt die mittlere Ausstattungsvariante, die letzten 3 sind neu. Und dann haben viele von euch dieses Auto gesehen, haben gesagt, Jan, una bella macchia, es muy grande, es perfetto. Ich kann kein Italienisch. Irgendwann werde ich dann doch noch einen Italienischkurs machen. Einfach, dass ich mich nicht immer so blamier. Und dann haben sie aber gesagt, aber le luz, das Licht, es ist immer noch kein LED-Licht hier drin. Es sind Bixenon-Scheinwerfer hier, das ist okay, aber eigentlich wünscht man sich in der Klasse LED-Licht, weil es die anderen auch haben. Aber das ist natürlich eine sehr schlanke, wunderschöne Leuchte. Auch die Farbe finde ich sehr exklusiv an diesem Auto. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was den hier ausmacht. Alfa Romeo ist hier drauf. Schön der V-förmige Grill, alles in schwarz gehalten. Hier unten schön diese Lufteinlässe, diese angedeuteten hier in schwarz, und dann haben wir hier unten die Nebelleuchte, hier vorne ist so eine kleine Nase dran. Das ist schon ziemlich schick, ne, was die Italiener da machen. Ich sage immer, die Italiener, die können nicht alles, aber was sie können, ist Spaghetti, Pizza und ja, schöne Dinge einfach machen und Dinge, die gut schmecken, fragt man meinen Italiener in Silveierbach. So, und hier haben wir 19 Zoll Felgen. Schaut euch dieses runde Design an. Viele, den polarisieren die Felgen zu sehr. Ich finde die wunderschön. Ich würde dieses Auto mit keiner anderen Felgenfarbe nehmen. Dann hier rote Bremssättel drauf. Alfa Romeo hier, Sprint. Und wenn wir jetzt im Profil sind, dann seht ihr schön, was dieses Auto hier ausmacht. Ein toller Look. Und ich habe es sehr schmutzig gefahren. Aber das lässt sich hier im Schnee nicht vermeiden. Fährt man mal kurz damit, dann sieht der halt so aus. Und hier ist leider keine Waschstraße. Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Vielleicht hilft es euch auch, dass ihr wisst, wie das Auto dann aussieht, wenn ihr es mal habt und nicht jeden Tag putzen geht. Hier steht es drauf, Sprint in schwarz wieder. Spiegelkappen in Wagenfarbe, hinten abgedunkelte Scheiben. Was ein bisschen oldschool ist hier, ist dieser Knopf hier drauf für schlüssellose Zugangssystem. Genauso wie da oben diese Flosse. Die gefällt mir einfach generell nicht bei keinem Hersteller. Und das seht ihr schon hier, wir haben um die Radkästen und unten im Schweller Plastik. Das macht man so bei SUVs, das macht nicht nur Alfa. Und wenn man jetzt mal das Heck anguckt, dann male ich euch ein schönes Herzchen hier hinten drauf. Du Sau, putz mich, wie früher in der Schule. Aber es soll gar nicht despektierlich sein, weil nicht mal meine Schmiererei hier hinten kann dieses Auto entstellen. Und ihr seht es hier, Q4 ist der Allrad. Wie soll es auch anders sein im Schnee? Stelvio steht hier drauf in dunkel. Ja, und dann seht ihr natürlich diese wunderschöne Leuchte hier. Die geht in die Kofferraumklappe rein, schmal, lang gezogen. Das lieben nicht nur wir, sondern auch die Italiener. Ja, und jetzt gehe ich mal runter und schaut euch diese Auspuff-Endrohre an. Dann haben wir hier hinten dieses Element in schwarz, den Unterfahrschutz und die Endrohre. Das ist halt typisch italienisch, ne? Eigentlich gar nicht so große Endrohre, aber kommt eine schöne Verbreiterung drauf, damit der Nachbar auch sieht, mein Gott, der Typ kann sich ein Stelvio leisten und da kommt auch richtig was raus. So, und jetzt mache ich den Kofferraum hier auf. Und schaut es euch an, der ist schon sehr groß. Meine Tasche hier drin, meine Jacke. Hier kann ich ziehen, zweimal. Und dann kann man die Sitze hier einfach umwerfen. Sehr, sehr praktisch. Hier haben wir noch eine Schiene drin für die Ladesicherung. Hier unten die Reserverad-Mulde, also ein sehr durchdachter Kofferraum. Elektrische Heckklappe hier oben drauf. Hier seht ihr das auch noch schön.
Ladesicherung, Riesenthema, vor allem für Deutsche. Ich glaube, Italiener machen sich da nicht so viel Kopf. Aber was wir jetzt natürlich machen wollen, ist uns, weil es dazugehört, einfach die Rückbank anschauen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, zum Beispiel über den Veloce, dann schaut euch das andere Video an. Falls es euch hier gefällt im Schnee, dann gehen wir jetzt zusammen rein. Ich zeige euch, wie viel Platz auf der Rückbank ist. Ja, sprechen wir über die Rückbank, einfach weil es dazugehört. Ihr könnt euch natürlich die Platzverhältnisse in den alten Stelvio-Videos anschauen oder auch in dem anderen vom Veloce Modelljahr 2020. In aller Kürze, man sitzt halt hier hinten hoch. Guter Einstieg, bequemer Einstieg, hat eine hohe Sitzposition, um nach vorne zu schauen. Viel Platz. Und setze ich mich jetzt hier rein, dann seht ihr, ich habe Platz für die Knie, bin 1,88 Meter groß, Platz für den Kopf, hier ist alles sehr wertig verarbeitet, schönes Leder, schöne Lüftungsdüsen hier vorne, USB-Stecker hier, auch eine Sitzheizung hinten natürlich auf beiden Seiten, Kopfstützen schön hier. Eine Auflage für die Arme mit 2 Cup-Holdern drin. Wirklich gut. Und ja, wenn man jetzt hier so nach vorne lugt und so guckt, was es da so Neues gibt, dann ist es natürlich auch ein bisschen aufregend, was wir jetzt machen wollen. Ja, erstmal nach vorne steigen und uns das anschauen. Ja, sprechen wir über den Innenraum, solange die Sonne hier noch da ist. Und ich denke, hier hat sich am meisten getan beim neuen Modelljahr. Ja, hier haben viele kritisiert, dass der Innenraum nicht konnektiv, nicht modern, technisch ist, modern genug vor allem. Und da haben die Italiener wirklich nachgebessert. Erstmal haben sie ein bisschen was in der Architektur gemacht. Es ist natürlich immer noch eine Architektur, die sehr stark zum Fahrer geneigt ist, horizontal, vertikal. Und beim Vorgänger haben viele hier unten diesen Schaltknauf hier kritisiert. Die haben gesagt, der ist zu scharf, der passt irgendwie nicht so richtig zum ansonsten sehr luxuriösen Auto. Und da haben sie jetzt nachgebessert, der ist jetzt mit Leder bezogen. Wir haben hier eine Italien-Flagge unten drauf und rechts davon so ein kleines Fach fürs Geld. Dann ist auch die elektrische Handbremse nach oben gewandert und wir haben hier unten drin jetzt eine induktive Ladebuchse. Da kann man das Handy so reinschieben. Dafür muss man auch die Armlehne nicht öffnen, sondern es gleitet auch hier vorne rein, sehr praktisch, hochkant kann man es reinstellen. Ja, und dann ist hier noch ein USB-C-Stecker und ein AUX-Stecker drin, sehr gut. Und die Sitze sehr, sehr bequem, lederbezogen, Alfa Romeo-Zeichen in der Kopfstütze. Generell ist es hier drin sehr wertig, hier die Materialien, die Doppelnaht, diese Alu-Optik hier drauf. Auch ein bisschen Plastik haben wir hier drin, aber ansonsten würde ich schon sagen, kann der Innenraum echt mithalten. Das Lenkrad hier ist neu, liegt gut in der Hand, perforiertes Leder in den Griffflächen, Start-Stopp-Knopf ist hier drauf und ansonsten haben wir da in der Mitte ein digitales Cockpit. In der Mitte, während links die Drehzahl ist und rechts der Tacho noch analog. Ja, und das können wir hier auf diesem Knopf hier verändern. Da haben wir dann die Assistenten, großes Thema, die Geschwindigkeiten, Bordcomputer drauf. Das ist gut, flexibel, reicht. Voll digital wäre natürlich schöner. Hier haben wir den Abstandsregeltempomaten drauf, den Spurhalteassistent, die Bergabfahrhilfe, rechts alles für Telefon und ja eben die Medien. Und jetzt beschäftigen wir uns hier mit dem 8,4 Zoll großen Infotainment. Das hat sich wirklich verbessert. Während es vorher so ja, fixe Elemente waren hier drauf, haben wir jetzt hier Widgets und wir können es jetzt auch via Touch steuern. Das heißt, ich kann hier durchwischen, kann auch hier so runterziehen, ähnlich wie man das vom iPhone kennt, eine Shortwahl-Liste hier oben und kann hier dann ja alles steuern. Das heißt, will ich die Fahrassistenten vor die Leistungsdaten hier haben, kann ich es davor ziehen oder zurück oder können es auch oben in die Shortwahl-Liste machen. Sehr praktisch, Touch, aber ich habe weiter diesen iDrive-Schalter hier, der gut ist. Ja, und dann haben wir, was haben wir hier? Navigation. Hammer, das seht ihr, Riesenkarte, kann man größer machen, kleiner machen, sehr gut. Telefon haben wir hier über Apple CarPlay, Android Auto, kann man einfach da spiegeln, ist jetzt sehr modern, auf dem neuesten Stand, das ist sehr gut. Medien haben wir hier, kann also auch über mein Handy einfach Musik hören. Klimasteuerung für den Innenraum sieht gut aus, die Sitzheizung haben wir hier dann auch
zum Beispiel anmachen, wirklich gut. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema, denn viele haben kritisiert, die Assistenzsysteme hier drin. Beim Vorgänger, Modelljahr 2020, haben wir jetzt neue. Was haben wir? Wir haben Toten-Winkelwarner, wir haben Spurhalteassistent, wir haben Frontkollisionswarner, wir haben Aufmerksamkeitsassistent, das heißt, bin ich unaufmerksam oder einfach übermüdet, ja, dann warnt mich der Stelvio. Wir haben ein Abstandsregeltempomat, intelligent, eine Schildererkennung, einen Spurhalteassistent, einen Speed-Limiter, Parksensoren vorne, hinten, ja, und einen automatischen Fernlichtassistenten, so nennt man das. Hier ist die Rückfahrkamera, die ist mir ein bisschen zu pixelig, aber wenn man ganz ehrlich ist, ja, dann reicht das auch sehr gut. Und ansonsten ist das ein sehr modernes System, was die Assistenten angeht. Damit haben wir alle Assistenten, die teilautonomes Fahren Level 2 garantieren. Leistungsdaten hier drin. Das ist bei so einem dynamischen Auto sehr praktisch. Verbrauchshistorie haben wir dann hier so Grafiken. Wenn es ums Verbrauch geht, Efficient Drive haben wir dann hier. Da kann man echt rumspielen. Den Allradantrieb kann man sich dann immer anzeigen lassen. Wo ist gerade die Kraftverteilung? Ja, das ist schon wirklich gut. Hier kann man echt einen Tag damit verbringen und hat dann noch Spaß. So, und jetzt kommt man dann hier Reifendruck, Motoröl, AdBlue kann man nachfüllen. AdBlue-Tank natürlich dabei. Und dann haben wir den DNA-Schalter. D sportlich. Und was ändert sich? Das Drehmoment des Motors, die Lenkung, die Schaltzeiten, den Allradantrieb und ja die Kennlinie vom Gaspedal, also wie nimmt das Auto das Gas an, wird dann normal hin eben dann zu ökologisch. Und das ist ganz schön, dass man sich das hier anzeigen lassen kann. Wir haben aber auch noch diesen Schalter hier, der das einzeln macht. Connected Services sind auch neu. Wi-Fi-Hotspot, können wir Geräte anschließen. Richtig gut, richtig moderner Innenraum. Wir haben zum Glück noch einen Drehregler für lauter, leiser. Das finde ich immer doof, wenn man das in so einem System machen muss. Und jetzt fasse ich mal zusammen. Wir haben edlen, modernen, gut verarbeiteten, jetzt technisch wirklich hochmodernen, konnektiven Innenraum. Vielleicht fehlt ein digitales Cockpit, aber Assistenten haben wir jetzt wirklich, ja, genug, würde ich sagen, hier drin. Das ist auf dem aktuellen Stand, das ist ein toller Innenraum, aber ich will gar nicht noch mehr über den Innenraum erzählen. Es ist halt hier drin viel, weil hier hat sich am meisten getan. Was wir machen wollen, ist rausgehen, über den Motor quatschen, um dann irgendwann endlich mal zu fahren. Che bella macchina! Sprechen wir also über die Maschine, die Antriebe hier drin, die zur Verfügung stehen. Ich habe es euch zwar schon mal gesagt, aber ich habe hier jetzt einen anderen und manchmal hilft es ja auch nichts, Dinge doppelt zu hören. Ne? Es ist ziemlich leicht, was die Italiener machen, denn wir haben ein Benziner, ein Dieselmotor, beide in 2 Ausbaustufen, also haben wir die Wahl aus 4 Leistungsvarianten. Was ist das? Das ist zum einen ein 2 Liter Benziner mit 200 oder 280 PS und wir haben einen 2,2 Liter Dieselmotor, wo wir die Wahl haben zwischen 190 und 210 PS. Ja, einfach ist es mit den Antrieben, denn hier ist immer die 8-Gang-Automatik drin und immer Allrad. Bei der Giulia sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Beide teilen sich ja eine Plattform. Ja, und das ist ganz einfach eigentlich alles. Deshalb mache ich hier mal die Bella Macchina auf. Hier ist er, der 1, 2, 3, 4-Zylinder Motor von Alfa. Der hat jetzt 190 PS, eben Allradantrieb, 450 Newtonmeter maximales Drehmoment, beschleunigt in 7,6 Sekunden auf 100, soll einen Normverbrauch von 5,9 Litern. Wir haben 7 Liter gebraucht, wird 210 km/h schnell. Ja, und das ist es hier zu diesem Motor. Das ist ein toller Motor, der ist sehr durchzugskräftig, lineare Kraftentfaltung. Generell mag ich die Motoren bei Alfa, auch wenn sich jetzt im neuen Modell ja hier kaum was geändert hat. Alle Motoren erfüllen mindestens die Abgasnorm Euro 6D Temp, aber geben wir der kalten Theorie hier bei dem italienischen Modell die Wärme, die es verdient hat. Vor allem hier im Schnee. Gehen wir rein, fahren los und schauen mal, ob wir das Heck ein bisschen wirbeln lassen können. Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, vor allem mit einem Alpha, vor allem mit dem Diesel hier. Hier ist der Schlüssel zum Auto. Allradantrieb ist immer im Stelvio. 190 Diesel PS, 450 Newtonmeter, das Auto wiegt 1,82 Tonnen, also 1820 Kilogramm. Hier geht er an, am Lenkrad, Modelljahr 20 ist das. Ich schalte in D.
Ja, und jetzt fahren wir einfach mal los. Ich war gestern im Schnee unterwegs und da kann man richtig schön das Heck kommen lassen, schön im Schnee rumwirbeln. Das macht sehr viel Spaß. Heute ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil, naja, es hat abgetaut, es hat 7 Grad. Und dann ist immer ganz oft die Frage von euch, brauche ich ein Allrad? Den gibt es ja hier drin nur als Allrad. Wenn ihr hier im Schnee lebt, dann wollt ihr nichts anderes, weil dann ist das natürlich wirklich sinnvoll, wahrscheinlich auch nicht verzichtbar. Und dann ist immer die Sache, was macht so ein Alpha aus? Warum hat er so viele Fans? Fahrdynamik. Und auch wenn der Diesel manchmal ein bisschen ungehobelt wirkt und angestrengt klingt, ist es ein sehr durchzugskräftiger Motor hier drin und das Auto kann tatsächlich mit einem Porsche Macan und auch mit einem BMW X3, was ja auch natürlich sehr fahrdynamische Autos sind, mithalten. Gute Gewichtsverteilung hier drin, sehr viel Traktion, der liegt hart auf der Straße, gerade im D-Modus hier, also dem dynamischen. Wir haben noch den Knopf für die Dämpfer da extra drin, wo wir sie nochmal härter oder weicher stellen können. Und ansonsten schaut es euch an, wie viel Spaß ich hier drin habe. Kurvenkarben in diesem Auto, das ist ein echter Genuss und der Sound, also die Untermalung vom Sound, ja, die ist auch sehr, sehr nett, kann ich euch sagen. Aber jetzt geht es natürlich die Straße hoch und jetzt können wir mal den Beschleunigungswert von 7,4 Sekunden austesten. Ja, und da geht was, obwohl das Auto ja knapp unter 2 Tonnen wiegt, geht der nach vorne mit dem Drehmoment, das ist schon wirklich groß, hier hoch. Und wenn ihr wüsstet, wie viel Spaß ich hier in diesem Auto habe, ich glaube, ihr seht es an meinem Gesicht, Traktionsprobleme hat der quasi nie. Ja, und dann spricht man natürlich über die 8-Gang-Automatik hier drin. Es gibt ja keine Handschaltung, die gibt es nur in der Giulia. Und die ist so solide, so gut, so selten verwirrt. Ja, da muss man nicht handschalten. Und schön ist auch hier diese große Pedal am Lenkrad, die drehen sich zwar nicht mit, aber die sind so groß, dass man sie eigentlich nie verfehlt. Und ich nutze die sehr, sehr gerne, auf die will ich nicht verzichten. Und ja, dann ist das hier der D-Modus und ich will eigentlich nicht aufhören, so schnell zu fahren. Aber dann schalte ich in den A-Modus und der A-Modus hier drin ist natürlich der komfortablere. Und was passiert? Naja, die Gasannahme wird ein bisschen indirekter, das Auto wird ein bisschen leiser hier drin und die Schaltzeiten werden ein bisschen gemütlicher. Eben alles, was man beim komfortablen Fahren wirklich nutzen kann und das ist auch sehr, sehr spürbar hier drin. Und dann ist natürlich die Sache, die neuen Assistenzsysteme, das neue Infotainment habe ich besprochen. Das ist nicht überladen, sondern ja sehr gut, wenn man auch wirklich mit diesem Auto beim Fahren das Auto bedienen will. Das klappt ausgesprochen gut. Was ich jetzt aber mache, ist in D schalten. Wir haben hier unseren Parkplatz und werde das Heck ein bisschen kommen lassen. Und hier seht ihr dann schön, aha, da geht was. Fahrdynamisches Auto, toll abgestimmt. Und vielleicht noch kurz zu den Assistenten hier drin. Ja, wir haben alle für teilautonomes Fahren Level 2. Das ist Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat, toter Winkelwarner. Auf der Autobahn ist das halt wirklich richtig gut, denn ich kann teilweise die Hände vom Lenkrad machen, habe alles drin für autonomes Fahren Level 2 und damit ist dieses Auto sehr konkurrenzfähig aus meiner Sicht und dynamisch und schick. Aber ich mache ja immer den gleichen Fehler. Was wir machen, ist jetzt hier auf unserem Pendlerparkplatz euch ein Fazit zeichnen. Viel Spaß dabei. Sprechen wir über unser Alfisti Fazit vom Stelvio hier im Schnee. Und ich habe immer gesagt, dieses Auto ist eine Waffe, una bella macchina. Was Waffe auf Italienisch heißt, weiß ich leider nicht. Und ich habe gesagt, ja, die Verkäufe, die passen eigentlich nicht zum Produkt. Warum? Naja, es war halt an der Zeit und deshalb ist das Modelljahr 2020 sehr wichtig, dass die Italiener 2, 3 kleine Mäkel aus dem Modell geschaffen bzw. beseitigt haben. Und das haben sie. Was haben sie also gemacht? Wir haben endlich alle Assistenzsysteme, die teilautonomes Fahren Level 2 garantieren. Wir haben moderneres Infotainment mit einer besseren Konnektivität. Das
die Lücke schließt zu den großen deutschen Internetautospezialisten. Inzwischen ist es ja leider so. Und wir haben die Stärken behalten, um einen wunderschönen Look, um eine tolle Fahrdynamik, auch wenn der Diesel hier drin manchmal ein bisschen ungehobelt ist, aber er hat halt auch eine sehr gute Mischung aus Preis und Leistung, Kosten und Nutzen mit viel Drehmoment und trotzdem eben guten Verbrauch. Schwächen beim Auto: Rückfahrkamera ist ein bisschen pixelig und was ganz oft bei euch kritisiert wird in dem anderen Video, sind die Scheinwerfer, die noch nicht aus Voll-LED sind, wo ich sage, können wir darauf verzichten? Natürlich können wir darauf verzichten, denn wir bekommen einen Exoten und viele sind von den ganzen X3s, Macans, Tiguans, GLCs auf dem Markt, die man ständig überall gefühlt nur noch sieht, genauso satt wie von ständigen Besuchen bei der Schwiegermutter. Also greifen Sie zu sowas, weil sowas hat einfach mehr Emotionen und dabei geht es zumindest für mich bei Autos auch, beziehungsweise hauptsächlich. Sprechen wir über den Preis. Als dieses Auto auf den Markt kam, war es ähnlich positioniert wie ein Porsche Macan. Fand ich zu viel. Es hat sich ein bisschen nivelliert, die Preisgestaltung, auch mit anderen Motoren, die dann auf den Markt gekommen sind. Ja, aber ich kann euch leider noch nicht sagen, wann das Auto kommt. Wohl im März 2020. Anfang 2020 soll dann auch die Quadrifoglio-Version mit 510 PS vorgestellt werden. Vielleicht auch schon im Januar. Da ist sich Alfa mal wieder nicht so richtig einig. Der Preis, da kann ich auch noch nichts zu sagen, denn den gibt es noch nicht. Der wird sich vermutlich sehr stark am Vorgänger orientieren. Sobald es da was Neues gibt, findet ihr das unten in der Beschreibung. So, das war's hier aus dem Schnee mit dem Stelvio. Was ein schöner Tag. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Stellt mir gerne Fragen zum Auto, zu mir, zum Schnee, zum Allrad, zu Kütai. Würde mich freuen. Ansonsten würde es mich tierisch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert hier auf YouTube. Macht die Glocke an. Ansonsten, wir sind ein Team. Findet ihr uns auf Instagram, auf YouTube. Abonniert das auch, das seid ihr in aller Kürze bündig informiert und auch unterhalten. Schaut da gerne durch, abonniert es, wenn es euch gefällt. Und ja, dann sehen wir uns bald, Freunde. Ich bin übrigens der Jan. Bis bald.